Hey zusammen, ganz kurz hier vorweg, bevor wir mit der Challenge anfangen. Ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr seid einfach unglaublich. Ihr seid die geilste Community, die man sich wünschen kann. Ich habe so einen unglaublichen Support von euch bekommen, das ist der Wahnsinn. Bitte seid aber gewiss, es ist nicht vorbei mit mir auf YouTube. Ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen, dass das jetzt quasi sich wie ein Abschied anfühlt. Es ist nicht vorbei, ich bin nicht weg, okay? Ich werde weiterhin Content machen und ich habe sehr viel zu Offensive Security gemacht, aber es gibt natürlich auch Defensive Security. Das wäre doch mal eine Idee, in die wir jetzt gehen können. Und ja, bis wir das nächste Mal dann Offensive Security machen, worauf ich definitiv Bock habe und wo ihr mich nicht wegkriegen werdet von, okay? Bis dahin habe ich mir was Geiles für euch überlegt und irgendeine Alternative finden wir. Es muss nicht unbedingt eine alternative Plattform sein, aber ich werde euch auf jeden Fall weiter mit Wissen versorgen. In dem Sinne, vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Challenge. Advent, Advent, mein Channel brennt. Ja, herzlich willkommen, Leute. Trotz allem geht es hier natürlich weiter. Und zwar mit Tag Nummer 8 von Advent of Code. Ist ja immerhin eine schöne Coding-Challenge, nicht wahr? Mit denen haben wir doch keine Probleme. So, ja, erstmal vielen Dank, dass ihr alle immer noch dabei seid. Und wir wollen uns dieses Mal Handheld Halting angucken. Und dieses Mal sollen wir unserem Sitznachbarn im Flugzeug sagen oder zeigen, was da mit seiner Handheld Game Console kaputt ist. Was ist das eigentlich für ein Link? Ah, ein Wikipedia-Link. Interessant. Auf jeden Fall haben wir hier eine Infinity Loop. Ihr wisst, was eine Infinity Loop ist? Quasi eine Schleife, die niemals aufhört. Und die soll natürlich hier irgendwie, sagen wir mal, limitiert werden. Okay? Und das bedeutet, wir haben mehrere Befehle hier, wir haben Knobs, wir haben Akkumulatoren, wir haben Jump-Befehle, nochmal Arc, Jump und so weiter und so fort. Im Endeffekt diese drei hier, also Arc, Jump und No-Ops. Und wir sollen jetzt das Ganze so machen, wir sollen quasi uns den Akkumulator, also Akk, ausgeben lassen. Also den Wert des Akkumulators ausgeben lassen, bevor irgendeine Instruction ein zweites Mal ausgeführt wurde. Und ja, den Wert sollen wir hier quasi eingeben. Okay, ich bin im Inkognito. Warum bin ich im Inkognito? So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir, sorry, das musste ich jetzt tatsächlich rausschneiden, weil ich es vergeigt habe, mich hier einzuloggen vorher, beziehungsweise es im normalen Fenster aufzumachen. Macht der Gewohnheit und so. Okay, ja, das ist offensichtlich unser Befehl hier. Und eigentlich müssten wir doch schon hier zu Ende sein, oder nicht? Sehe ich das falsch? Also ich glaube, hier ist tatsächlich der erste Part der Challenge sehr schnell erledigt. Und der zweite Part wird echt eine lange Weile dauern. Das heißt, wir kopieren uns das hier mal rein. Und ja, im Endeffekt müssen wir nur gleich schreiben. With, wie üblich, open... und wir wollen, was wollen wir denn machen? Wir wollen hier 8 öffnen, die Datei 8 as File und schreiben uns dann das Ganze in die Boot Sequence. Sequence ist gleich f. So, und diesmal sind wir schlau, diesmal machen wir das gleich richtig. Read.splitlines, ja. Diesmal machen wir es gleich richtig, damit wir alles in einer separaten Zeile haben und ohne die neuen Zeile-Dingern. Das heißt, wir haben in Boot-Sequence jetzt Folgendes drin stehen. Wir haben hier nur Knob drin stehen. Wenn wir das Splitlines nicht machen und Readlines machen, dann haben wir hier immer noch ein \n am Ende, was natürlich uns das Ganze deutlich erschwert. Das wollen wir natürlich nicht haben. So. Und ja, im Endeffekt müssen wir uns jetzt noch den Akkumulator erstellen. Der ist am Anfang gleich 0 und dann müssen wir hier nochmal kurz reinschauen, was denn genau unsere Abbruchbedingung ist. So, also, nein, okay, ich habe das ein bisschen falsch verstanden. Und zwar hier Jump. Jump-Befehle sind ja immer, wir springen irgendwo hin. Das bedeutet, hier haben wir Knob, das macht nichts. Dann haben wir einen Akkumulator, dann haben wir einen Jump plus 4 und dann überspringen wir erstmal 4 Befehle. Also 1, 2, 3, springen wir über den auch drüber. Arc plus 1. Ja, Jumping, hier genau, sets the structure to the other Arc plus 1. Das ist der untere Arc plus 1. Und dort increasen wir natürlich unseren Akkumulator wieder. Und dann jumpen wir 4 zurück. Also 1, 2, 3, 4. Und hier drin führen wir dann relativ schnell eine Instruction doppelt aus, weil wir hier nochmal einen Jump minus 3 machen. 1, 2, 3. Diese Anweisung hier haben wir ja schon mal, glaube ich, durchgeführt, oder?
causes the program to jump back to ACK plus 1. Genau. Genau, dann ist diese Anweisung hier das Problem. Das heißt, wir müssen uns den Akkumulator ausgeben, wenn wir einen Index schon mal ausgeführt haben. Okay, wie machen wir das? Ich glaube, wir speichern uns einfach alle Indizes raus, die wir schon mal benutzt haben. Das bedeutet, wir sagen hier Index List ist gleich ein, ja, eigentlich können wir da wirklich eine ganz normale Liste draus machen. Und wir benutzen natürlich am Anfang direkt den Index Nummer 0. Dann speichern wir uns den doch einfach direkt mit ein. Dann, nicht 00, dann haben wir natürlich noch den Index, den setzen wir am Anfang selbstverständlich auf 0, weil wir oben anfangen, das Programm auszuführen. Und dann fangen wir einfach direkt an mit unserer Operation. Operation ist gleich Boot Sequence von Index. Ja. Und damit können wir eigentlich durchloopen. So, das Ding ist jetzt, wir können nicht eine Vorschleife benutzen, sondern wir müssen das wirklich unendlich lange machen, bis wir bis wir irgendwas wiederfinden. Also irgendwas, was da gerade so im Weg ist, sozusagen. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was denn eigentlich was denn unsere Operation gerade hat. Also Operation und dann exiten wir hier unten. Exit. So, Nob plus 81. So, was wäre denn jetzt, wenn ich hier wenn ich die Operation splitte? Dann müsste ich Op und plus 81 haben. Plus 81? Aber das macht ja gar nichts, oder? Also ich meine, hä? Das macht, die Zahl hinten dran macht eigentlich keinen Sinn. Egal. Auf jeden Fall holen wir uns, was holen wir uns denn? Erstmal die Op. Und wir holen uns, ja, Value ist gleich Operation.split. So, das sollte eigentlich uns die kompletten Informationen geben, die wir brauchen, wenn wir hier irgendwas machen. Und zwar, jetzt haben wir natürlich die 3 Instructions, hier haben wir nur 3 tatsächlich. If die Operation hier gleich Nob, dann machen wir einfach nichts. Doch, wir müssen was machen. Wir müssen nämlich den Index plus gleich 1 setzen, damit wir überhaupt aufs nächste erst kommen. Und nö, das war's eigentlich schon. Dann das nächste ist, wenn unsere Operation gleich Jump ist. Das war das zweite. Oh, ups. Das ist natürlich das zweite. So, wenn wir hier jumpen, dann setzen wir unsere Instruction auf das, was wir hier haben. Das bedeutet, wir müssen uns erstmal ausrechnen, auf was wir es eigentlich setzen, weil wir hier ein Plus und ein Minus haben können. Und gerade die Minus-Instructions sind ein bisschen tricky, aber wir müssen hier tatsächlich nicht bei jeder Minus-Instruction haben wir was doppelt gemacht. Wenn wir zuerst eine Plus-Instruction haben, hier zum Beispiel Jump plus 1 oder Jump plus 211 und dann haben wir irgendwann später Jump minus 50 oder sowas, dann können wir hier durchaus noch die anderen Instructions durchführen. Das bedeutet, wir haben hier erstmal den Index. Jetzt ist die Frage, was passiert denn hier, wenn ich den counte? Print. Was ist denn, wenn ich hier den Value mir ausgebe? Liefert mir int von Value dann gleich das richtige Vorzeichen mit? So, das ist natürlich jetzt ein Problem. Egal, wir gucken mal. 81, okay. So, jetzt machen wir das mal mit einem Minus vorne dran. Mal gucken, was dann passiert. Das muss ich nur nachher wieder ändern. Minus 81, das heißt, das macht das direkt richtig mit für mich. Das ist ja wunderbar. Da muss ich ja nicht mal mehr denken. Das gefällt mir am besten, wenn ich nicht denken muss. Okay, und das heißt, wir können hier den Index einfach plus gleich mit dem Integer von Value verrechnen. Dann wird unser Index quasi weitergemacht und der dritte Wert, also das ist quasi der Index, der sich verändert. Der dritte und letzte Wert ist eigentlich, wenn die Operation gleich ACK ist. Dann haben wir nur noch, was haben wir denn nur noch? Dann müssen wir nur noch den Akkumulator verändern hier, den ACK-Wert. ACK plus gleich, können wir eigentlich auch mit dem Int machen, ne? Int von Value. Und das ist eigentlich so ziemlich alles, was wir hier machen mussten. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, wann wir eigentlich abbrechen. Wie gesagt, aktuell ist das Ganze eine While-True-Schleife und ich gehe auch schwer davon aus, da es in einer Boot-Schleife festhängt, wie es hier drin in der Anleitung heißt, dass wir eine Instruction mindestens wiederholen werden. Denn ansonsten wäre das ja hier niemals zu Ende. Also müssen wir noch für das Breaken sorgen. Und zwar, wie machen wir das? Wir tragen die Indizes hier in die Indexliste ein. Indexlist
0 vor Bodenstrich in Boot Sequence. So. Dann sollten wir hier eine Indexlist haben. Und jetzt machen wir einfach Indexlist von Index. Wenn das gleich 1 ist, dann haben wir es gefunden. Wir machen einfach so eine binäre Liste rein. Wir können es eigentlich auch mit Booleans machen, ne? Das wird eigentlich effizienter gespeichert. False. Und hier unten sagen wir, wenn das Ding true ist, dann haben wir es gefunden. Und ja, dann breaken wir das Ganze einfach. Ansonsten, wenn wir es nicht gefunden haben, müssen wir natürlich erstmal uns die nächste Operation raussuchen. Operation ist gleich die Boot-Sequence von dem neuen Index, den wir ja hier gerade überschrieben haben. Oh, hier haben wir den Index noch nicht überschrieben, fällt mir gerade so auf. IDX plus gleich, der müsste auch um 1 erhöht werden, weil wir ja nur 1 weitergehen. Okay, also die neue Operation rausgeschrieben und was natürlich auch wichtig ist, wir müssen den alten Index anhängen, oder? Ne, wir müssen nur den neuen Index anhängen. Das passt, weil wir hier oben ja schon den... ne, haben wir nicht. Okay, dann machen wir das ganz oben. Und zwar sagen wir hier, wir fügen das quasi rein. Und zwar Indexlist von Index ist gleich true. So. Okay, dann haben wir das. Das sollte, soweit ich das sehe, eigentlich alles fertig sein. Dann printen wir jetzt hier unten, wenn wir da durch sind, unseren Akkumulator aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier überhaupt... Wir kommen zu einem Ende. Wunderbar, 1553. Wir müssen nicht mal nachdenken. Ist das nicht toll? So, submitten wir das Ganze mal. Und es war richtig. Ist das nicht schön? Das war wirklich gar nicht so schwer, wie ich dachte. So. After some careful analysis, you believe that exactly one instruction is corrupted. Uh-oh. Somewhere in the program, either a jump is supposed to be a knob, or a knob is supposed to be a jump. No ACK instructions were harmed in the corruption. Okay, das bedeutet, entweder wir müssen einen Jump in einen Knob verwandeln oder einen Knob in einen Jump verwandeln. Das wissen wir, weil wir gut sind. The program is supposed to terminate by attempting to execute an instruction immediately by attempting to execute an instruction immediately after the last instruction in the file. Okay, ich fürchte, heute werde ich keine sehr, sehr coole, besondere Lösung für euch haben. Also, müssen wir das jetzt ausprobieren oder was? What is the... Okay. Also, wenn wir einen Jump-Befehl ausprobieren... Oh Gott, das wird wirklich ein Graus, ne? Aber gut, lasst es uns tun. Dann müssen wir nämlich hier... Ja gut, okay, dann probieren wir das jetzt. Okay, das bedeutet, wir müssen ja hier erstmal dafür sorgen, dass wir also wenn wir 1 ändern, dann haben wir keine While True mehr hier. Das bedeutet, dass wir hier in unserer Indexliste kein True mehr rausbekommen. Das heißt, dass wir hier nicht rausbreaken in dem Sinne, sondern was anderes machen. Okay, das lagern wir jetzt erstmal hier aus. Und zwar dev part 1. Und das lagern wir jetzt hier einfach mal alles rein. Akkumulatorindex und so weiter und so fort. Ja, das ist gut. So, und jetzt machen wir hier dev is, wie nennen wir es? Is loop. Is loop ist gut. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Wenn wir das hier machen, das machen wir jetzt einfach mal als Part 2. Wir kopieren das jetzt einfach mal ganz dreist hier rüber. Dev Part 2. Und hier drin sagen wir jetzt, wenn wir, also wir laufen da quasi die ganze Zeit weiter und wir verändern immer eine einzige Sache. Und wenn das uns keine Loop ergibt, dann haben wir es offensichtlich richtig. Brauchen wir dafür den Akkumulator? Ja, lasst uns den Akkumulator mit rübergeben, damit wir das... Nee, lasst uns nicht den Akkumulator mit rübergeben. Das passt so. Dann haben wir hier die Indexlist. Und wir brauchen natürlich den Index. Und wir brauchen die Operation, können wir uns errechnen. So. Und was wir jetzt hier machen ist Folgendes. Wir brauchen ja hier eigentlich kein... Doch,
Doch. Das brauchen wir. Wir können hier oben allerdings, wo aktualisieren wir denn unseren Index? Hier. Wir können ja hier einfach sagen, if Index gleich die Länge von unserer Bootsequenz minus 1. So, dann haben wir hier dann haben wir es ja quasi geschafft, okay? Das ist ja quasi unsere Abbruchbedingung. Dann ist das hier eigentlich unser Return-Statement hier. Return, was geben wir denn zurück? Return Akkumulator. So, und ansonsten machen wir hier weiter. Das ist im Endeffekt immer noch unsere ganz normale Vorschrift, um das ganze Ding zu berechnen. So, hier dürfen wir eigentlich gar nicht hinkommen. Das kann uns nicht mehr passieren, wenn wir hier sind. Theoretisch zumindest. Praktisch müssen wir hier oben noch die isLoop-Funktion erstellen. Und das machen wir hier. Also if not, Moment. Wisst ihr, was wir noch machen müssen? Wir müssen hier mal ganz kurz das hier in eine Funktion auspacken, sozusagen. Def get input oder sowas. Damit wir hier tatsächlich das auch wirklich gekapselt haben. Und jetzt sagen wir hier irgendwie boot sequence, boot-sequence ist gleich get input und return das hier unten drunter. Einfach nur, damit wir das gekapselt haben, weil wir werden das noch ein bisschen brauchen. Und zwar fällt mir gerade nämlich so auf, dass wir hier bei Part 2, wir müssen da ja immer eine einzelne Aktion müssen wir quasi splitten, okay? Das bedeutet, wenn wir hier eine Loop haben, also if not is loop, dann haben wir es ja quasi gefunden. Wenn wir allerdings eine Loop haben, also if is loop, wobei, nee, wir brauchen, glaube ich, gar keine get input, ne? Also wenn das ganze Ding eine Loop ist, dann wollen wir hier drin, das machen wir aber nur, wenn wir hier nicht einen Akkumulatorbefehl haben. Also if, verdammt, die Operation lesen wir erst hier unten aus, ne? Okay. Dann machen wir das eben unten drunter. Also sagen wir mal hier, was ist denn hier passiert? So, if, ob, beziehungsweise, ja doch, if, ob, ne, Moment, das haben wir doch da unten schon. Wenn das ein Nob ist, wenn es ein Ack ist. Also hier drin könnte es natürlich eine Loop sein. Bei Nob oder bei Jump. Dann probieren wir doch mal aus. Das müssen wir vorne dran machen. If not, ob gleich Ack. Dann probieren wir aus if is Loop von, jetzt müssen wir überlegen, was machen wir mit der, wir müssen hier die Boot-Sequence auch mit übergeben. Die Boot-Sequence. Dann sagen wir hier Boot-Sequence von unserem Index. Dann switchen wir die quasi einmal hin und her und gucken mal, ob das was ist. Achso, haha, okay. Wenn das Ding ein Jump ist, dann switchen wir das auf ein Ack. Und wenn das keine Loop mehr ist, if not is loop, wenn es eine Loop ist, dann switchen wir wieder zurück. So, das heißt, wir sagen hier Boot Sequence von Index. Warum wird das markiert? Okay, dann importieren wir hier oben noch Copy. Import Copy. Und machen uns hier von der Deep Copy, damit wir das auch wirklich haben. Also wir sagen hier boot Copy ist gleich copy.deepcopy von Boot Sequence. So, und dann sagen wir hier, wir wollen die Boot Copy verändern und wollen überprüfen, ob das Ding eine, und natürlich wollen wir nicht Ack haben, sondern wir wollen Nob haben und wollen wissen, ob das jetzt eine Schleife ist. Und wenn es eine Schleife ist, dann hat das Ding offensichtlich keinen Effekt gehabt. Das heißt, wir machen nichts. Aber wenn es keine Schleife mehr ist, dann ist unsere Boot-Sequence gleich die Boot-Copy. Geht das? Das müsste gehen, oder? Kein Effekt. Ja, nee, so natürlich, klar. Okay, so, jetzt müssen wir hier noch ganz kurz
gleich, das machen wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal, was passiert natürlich, wenn ob gleich Nob ist. Dann machen wir im Endeffekt genau dasselbe, nur dass wir hier einmal nicht Nob reinschreiben, sondern Jump reinschreiben. Und wenn das Ding keine Loop ist, dann sagen wir Boot Sequence gleich Copy und wir müssen uns das irgendwie merken. Warum wird das jetzt nicht mehr Boot Sequence? Hä? Boot Sequence? Okay, dann eben nicht. Dann machen wir das nochmal. I guess. Wisst ihr was? Wir machen das wieder rückgängig. Das brauchen wir nicht. So. Das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht. So. Ja, und das brauchen wir natürlich auch nicht. So, okay. Jetzt haben wir Part 1 wieder repariert. Ich klappe hier mal Part 1 ein, den brauchen wir nicht mehr. So, Indexliste wird erstellt für Boot Sequence. Okay, machen wir mal hier die Boot Sequence rein. Boot-Sequence. Okay, dann produzieren wir die Indexliste. Genau, dann machen wir das, dann machen wir das. Jetzt wollen wir hier natürlich noch isLoop aufrufen. Die Indexliste muss mit, damit wir wissen, wo wir sind. Dann muss der Index mit und anschließend brauchen wir noch die neue Boot-Sequence, wobei das hier Boot-Copy ist, das wir überprüfen wollen und nicht die Boot-Sequence selbst. Und wenn eins davon, ja, dann haben wir eigentlich schon. So, dann brauchen wir hier oben noch die Changed-Variable. Sorry. Changed gleich false. Und das machen wir natürlich nur hier, wenn and not changed. Weil wenn wir schon gechanged haben, dann wollen wir das natürlich nicht haben. So, und hier setzen wir natürlich changed auf true, damit wir wissen, dass wir das auch hinter uns haben. Okay, damit haben wir eigentlich die Nicht-Sequenz hier gefunden und laufen die ganze Zeit so weiter. Aber wenn wir jetzt hier weiter laufen, genau, dann dürften wir das hier nicht mehr erreichen. So, und hier, das kopieren wir uns jetzt mal mit. Das ist quasi unsere Bedingung. Also, für das hier. Und zwar müssen wir natürlich noch hier die Operation. Genau, das brauchen wir auch noch. Uff, ist das ein Dirty Copy and Paste. Sorry dafür, dass es jetzt gerade echt keine Operation, was ist Operation? Keine so schöne Variante hier. So, die Indexliste dürfen wir nicht neu setzen und den Akkumulator brauchen wir nicht mehr. Okay, gut, dann haben wir die Indexliste. Wir haben den Index, wir haben die Boot Sequence, wir haben Operation Value, wir brauchen keinen Akkumulator. Das können wir einfach behandeln als erst nichts. Und wir können hier einfach hin. Moment, das muss ich doch in den While True reinpacken, oder? So, das brauche ich. Operation gleich Boot Sequence. Ja, brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Das heißt, wir machen das hier alles in den While True. Das auch. So, und wenn wir hier drin den Index auf dieser Höhe haben, dann können wir hier ein False rausgeben. Das heißt, wir haben hier keine Loop mehr, oder? Und wenn wir hier sind, haben wir ein Return True, denn dann haben, oder? Ja, dann haben wir nämlich 1 doppelt gefunden. So, das war jetzt ziemliches Hin und Her. Ich gehe nochmal ganz kurz durch zu dem, was ich gemacht habe. Also, und den Print-Act können wir hier natürlich auch nicht mehr benutzen. So, also als allererstes gehen wir natürlich in Part 2 mit unserer Boot-Sequence rein. Da drin definieren wir uns den Akkumulator auf 0, Index auf 0, Indexliste definieren wir uns als immer false, quasi nicht gewisitet bisher. Und wir dürfen hier auch wieder eigentlich keinen anderen Ort mehr besuchen sozusagen. Dann holen wir uns die Operation. Wir sagen, wir haben noch keine Änderung vorgenommen. Wir dürfen ja nur eine Änderung vornehmen. Wir haben dann hier eine Indexliste, die wir auf True, die Indexliste vom Index setzen wir auf True, holen uns die Operation, den Value und überprüfen, ob wir eine Loop haben, falls wir genau diesen aktuellen Wert gerade ändern würden. Also den Jump auf den Nob und den Nob auf den Jump. Wenn wir das ändern würden und es ist keine Schleife mehr danach, und wir können natürlich nur ändern, wenn wir noch nichts geändert haben, dann sagen wir hier, wir behalten das, die Boot-Sequence wird auf Boot-Copy gesetzt und das Ding ist true. Ansonsten, wenn wir hier quasi, wenn wir das hier haben oder das hier haben, aber wir haben trotzdem danach noch eine Loop, dann ändern wir sozusagen nichts und tun so, als wäre da nichts passiert dabei.
Eigentlich brauche ich die Boot-Copy hier gar nicht mehr reinzugeben, ne? Eigentlich müssen wir hier nur eine Deep Copy machen, aber ist egal, das funktioniert wahrscheinlich auch so. Und wenn wir hier dann weiterlaufen, dann akkumulieren wir einfach weiter den Akkumulator. Da sollten wir niemals hinkommen, im besten Fall. Und hier sollten wir den Akkumulator übergeben. Ich mache jetzt mal hier unten noch einen Return -1. Wenn wir da hinkommen, haben wir nämlich ein Problem. So, Operation gleich Boot-Sequence. Operation gleich Boot-Sequence. Haben wir das nicht hier oben stehen? Ah, ne, haben wir nicht. Haben wir nur da. Ja, okay, perfekt. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn das wird mir gleich hart um die Ohren fliegen, wenn ich die Part2-Funktion aufrufe von der Boot-Sequence. Ja, natürlich. Not enough values to unpack. Operation. Warum hast du nicht genug values to unpack? Die Operation sollte... in isLoop haben wir nicht genug. Oh, ja, richtig. Weil wir das hier in ein Knob geändert haben, aber eine Operation besteht immer aus... besteht immer aus einem anderen Dings noch. Zwar, was hatten wir denn hier? Hatten wir immer Listen oder hatten wir immer Tuple? Weiß ich gar nicht genau gerade. Print Operation und danach bitte ein Exit. So. Was ist jetzt schon? Okay, machen wir das hierher. Sind wir in Part 2? Ja, okay. Knob plus ein... Ist das einfach ein String? Aha. Ja gut, dann kann ich natürlich hier einfach hergehen und Knob und dann hier plus den String aus Value machen. Das sollte eigentlich funktionieren so. Oder ich mache einfach Operation hier rein. Operation, so. Ah ne, halt, dann kann ich es nicht ändern. Okay, nee, das passt so. Das kriegen wir so hin. Ob da jetzt ein Plus steht oder nicht, sollte dem eigentlich keinen Abbruch tun. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Plus String, ups, aus dem hier und dem hier. So. Schauen wir mal. Minus 1. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Minus 1 bedeutet, dass wir hier immer noch eine Schleife haben. Jetzt würde mich interessieren, ob wir hier irgendwo changed auf true setzen. Ob das irgendwo mal vorkommt. If changed. Print changed. Ja, ich debugge gerade mit Print Statements. Ist furchtbar. Okay, wir changen eigentlich nie. Logisch, dass dann das nichts bringt. Okay. Das heißt, wenn wir hier nie changen, warum changen wir nie? Kommen wir hierher. Pre-Change nenne ich das jetzt einfach mal. Weil da sollten wir mehrfach hinkommen. Pre-Change. Moment. Nur einmal? Nur ein einziges Mal? Wir haben insane viele Jump-Befehle. Da sollten wir mehr als einmal hinkommen. Haben wir hier die While-Schleife? Doch, die geht ganz runter. Natürlich, der Index wird verändert. Ich ändere den Index. Ich ändere auch die Indexliste, ne? Haha. Haha. Aha. Das ist doof. Das ist sehr doof. Das ist natürlich sehr doof. Die Copy von der Indexliste muss sein. Der Index sollte eigentlich kein Problem sein. Index Copy ist gleich Index. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So, die Indexliste und die Index Copy. Habe ich hier noch irgendwo Indexliste rumfahren? Ne, habe ich nicht. Habe ich irgendwo noch Index rumfahren? Ja, oh Gott, ja, überall. Da. Und da. Habe ich alle? Die Boot-Sequence haben wir schon gedeep-copied. So, jetzt gucken wir nochmal. Hier, mehrere Pre-Changes. Okay, das ist schon mal gut. Immer noch -1. Okay, dann lasst uns nochmal ganz kurz gucken, ob das hier oben tatsächlich auch der Fall ist. Also wenn wir das hier, so rein... nee, das ist natürlich nicht mehr Pre-Change hier. Das ist sogar schon am Changen. So, da sind wir die ganze Zeit am Pre-Changen. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Change mittlerweile durchführen.
oder ob wir hier unten einen Change durchgeführt haben, kann ja beides sein, haben wir beides mal auch wieder nicht. Das heißt, da ist immer noch irgendwo der Wurm drin. Wenn wir uns diese Funktion nochmal angucken, die isLoop-Funktion, dann baut ihr uns erstmal eine Indexliste, die eine Kopie ist der echten Indexliste, setzt den Index auf den neuen Index und sagt, hier ist es true, zieht sich dann die Operation, splittet die Operation, geht den Index entlang, geht den Index entlang, und falls das Ding true ist, das sieht für mich eigentlich richtig aus. Okay, das wird mir jetzt gerade hier ein bisschen zu umständlich, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir lagern dieses isLoop tatsächlich hier wieder rein. Und zwar werden wir uns hier also wir haben den Akkumulator, wir haben die Indexliste, wir haben den Index und den Index müssen wir probieren das jetzt einfach mal tatsächlich direkt hier drin. Ja, wie machen wir das? For i in range von len von boot sequence. So, für jeden einzelnen Eintrag in der boot sequence versuchen wir jetzt hier eine ja, die boot copy uns zu bauen. Die boot copy sieht dann so aus und dann rücken wir das hier tatsächlich alles nochmal eins ein. So, also die boot copy wird eine Copy der deep copy werden. Eine Deep Copy der Boot-Sequence werden, also quasi, dass wirklich jedes einzelne Element drüber geschrieben wird. Eine Shallow Copy ist quasi nur eine Referenz kopiert. Eine Deep Copy ist wirklich jedes einzelne Element wird kopiert. Und wir wissen ja eigentlich, dass wir genau eins wechseln müssen. Das bedeutet, wenn wir das hier wechseln, ja, wir wechseln jetzt einfach eins durch, je nachdem. Wir iterieren da jetzt echt durch. So, das brauchen wir alles nicht mehr hier. Wir sagen jetzt boot copy von Index. Ups, das sollte ich vielleicht außen vor lassen. Doch. So, boot copy von Index ist gleich. Halt, stopp. Wenn boot copy von Index Punkt Split, weil es ja immer noch das Ding ist, gleich von 0, weil wir den ersten Teil brauchen, gleich ein Jump ist, dann schreiben wir da jetzt dann boot copy von Index ist gleich boot copy von Index Punkt replace Punkt replace Jump mit Knob. So, und dasselbe machen wir jetzt hier unten drunter mit der Knob-Variante, also Knob, ich sagte ups, zurück. Knob wird replaced mit Jump. Knob mit Jump. So, es kann ja immer nur eins sein davon, es können ja nicht beide vorkommen. Okay. So, dann haben wir hier die Boot-Sequence, die Operation müssen wir uns dann nachholen. Ja, müssen wir. Und zwar aus der Boot Copy hier. Sonst funktioniert das nicht. Boot Copy. Okay. Den Index haben wir, die Indexliste haben wir neu generiert. Changed brauchen wir nicht mehr. So, und dann holen wir uns hier die Indexliste und setzen den Index auf True. Wir fangen mit dem Index 0 an und dann iterieren wir quasi einfach echt durch. Und hier breaken wir einfach die while true, das ist ja in Ordnung. Ansonsten geben wir den Akkumulator zurück, tatsächlich als Return. Und hier unten sagen wir Operation hier. Das sollte passen. So, wenn wir dann quasi hier das rausbreaken, beziehungsweise am Ende angekommen sind. Wenn wir am Ende angekommen sind, dann ist der Index ja Boot Sequence -1. Dann haben wir es hier geschafft, offensichtlich. Wenn wir allerdings breaken, dann breaken wir die while true und gehen wieder hier oben rein, initialisieren Akkumulator und Indexliste neu, initialisieren den Index neu,
Kopieren uns nochmal eine neue Boot-Copy. Haben wir den... Ah, wir fangen jedes Mal mit dem Index von vorne wieder an, ne? Das ist doof. Das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich nicht an Index wechseln, sondern an I wollen wir wechseln hier. Das ist wichtig, dass wir das richtig setzen. An I wechseln, dann sollte das kein Problem sein. Rein logisch betrachtet zumindest. So, und jetzt sollen wir bitte kein... 290, das sieht doch mal nach einem Ergebnis aus. Ich bete jetzt einfach mal ganz kurz, dass es sinnvoll ist und dass es richtig ist. That's not the right answer. Schade. Hätte klappen können. Okay, wir gucken nochmal rein, was da genau schiefgelaufen ist. Aber immerhin kriegen wir jetzt ein anderes Ergebnis als -1. Das bedeutet, wir haben hier irgendwo auch wirklich was geändert und wir sind am Ende angekommen. Also irgendwo ist noch was kaputt. Aber wenn wir am Ende schon mal ankommen, dann haben wir keine Bootschleife, dann haben wir keine Schleife mehr. Jetzt kann es auch noch sein, dass der Akkumulator vielleicht ein bisschen broken ist. Der Akkumulator muss auf 0 gesetzt werden. Die Indexliste, das brauchen wir eigentlich hier oben gar nicht mehr. Diese is-Loop-Funktion war für den Arsch. So, der Akkumulator wird am Anfang immer auf 0 gesetzt. Geben wir hier den richtigen Akkumulator zurück? Ja, geben wir. Wir erhöhen den Akkumulator. Ja, doch. Der Index wird hier auch wieder auf 0 gesetzt. Den Index brauchen wir eigentlich erst später, genauso wie den Akkumulator und alles. Das ist nämlich hier unten quasi das. So, und das hier ist das Switchen, was wir hier brauchen, dass wir hier die ganze Zeit auf Boot Copy arbeiten. Operation.split. Ah, hier, Boot Sequence. Die Operation hier ist falsch. Gut, das ist dasselbe, aber hier unten ist natürlich wichtig, dass wir mit der Boot Copy arbeiten, nicht mit der Boot Sequence. Wir kriegen immer noch 290, das ist schlecht, weil 290 ist nicht das Ergebnis. Operation ist gleich Boot Copy von Index. Das ist komisch. Warum ist das dasselbe? Das sollte eigentlich nicht dasselbe sein. Wenn wir nochmal ganz kurz gucken hier, was die Boot Sequence oder wo die Boot Sequence überall ist, dann haben wir hier wirklich nicht einmal noch die Boot Sequence benutzt. Und so, das ist gut. Boot Copy von... Ne, Moment, wir machen das mal anders. Wir printen hier mal ganz kurz die Boot Copy von I raus und die Boot Sequence von I. Mal sehen, was da passiert bei. So. Aha. Hier unten bei Jump, das ist offensichtlich nicht richtig. Weil wenn wir es richtig gemacht, die Jumps werden nicht richtig gemacht. Wenn das Ding ein Knob ist, dann wollen wir... Hä? Oh! Oh mein Gott! Weil ich hier natürlich ein Knob habe, wechsle ich quasi das Knob wieder zurück zu Jump. Jo, jetzt habe ich 252. Jetzt sieht das schon besser aus. Oh, was so ein kleines EL ausmacht. Leute, ihr macht mich fertig hier. That's not the right answer. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, mal sehen, wo ich noch einen Bug drin habe. Also, das ist schon mal, die sehen schon mal richtig hier aus. Wenn ich einen Knob habe, wird es zum Jump. Wenn ich einen Jump habe, wird es zum Knob. Der Arc ändert sich nicht. Der Arc ändert sich nicht. Knob wird zu Jump. Das sieht gut aus. Okay, das heißt, hier ist schon mal gut. So, wir holen uns... wir holen uns die Operation von Boot Copy. Bauen uns den Akkumulator. Bauen uns das Ganze false. Holen uns den Index, setzen ihn auf 0, setzen die Indexliste auf 0. Op und Value werden geholt. Wenn es ein Knob ist, erhöhen wir um 1. Wenn es ein Jump ist, jumpen wir mit dem Index. Ansonsten erhöhen wir den Index um 1 und passen unseren Akkumulator an. Wenn die Indexliste true wird, dann breaken wir raus aus der Schleife. Und ansonsten... Ansonsten holen wir uns die nächste Operation, nachdem wir den Index geholt haben. Ich könnte natürlich auch... Ich weiß, was das Problem ist. Ich habe hier oben die Operation nicht von Index abhängig gemacht, sondern von I abhängig gemacht. Das sollte natürlich nicht sein. So, jetzt fangen wir nämlich immer vorne an. Ansonsten fangen wir immer erst bei I an. Okay, das sieht schon mal sinnvoller aus. Das ist nämlich auch viel, viel höher als das andere.
Sehr gut. Okay, bisschen Trial and Error heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber ihr seht, wie man quasi an so eine Problemlösung rangehen kann. Es gibt immer mehr als einen Ansatz und manchmal verrennt man sich, so wie ich mich vorhin mit diesem is-Copy, mit dieser is-Copy-Funktion. Die braucht man in dem Fall gar nicht. Man kann natürlich damit arbeiten, ich bin mir sicher, dass das irgendwie geht. Man muss aber nicht. Ich hoffe, es gefällt euch mal, meine Gehirnschmalz-Aktion zu sehen und ich hoffe, ich konnte euch da auch ein bisschen bei helfen. Sagt mir, was ihr dazu meint. Schreibt mir eure Lösung wie immer ganz gerne auch und wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.